Ja, also der Jean-Paul, der kommt nicht mehr und insofern werde ich jetzt hier selber den Beton vorbereiten, um dann mit dem Fabien zusammen die Fenster zu setzen. Das Problem stellte sich jetzt wie folgt dar. Jetzt müssen die hier runter. Ich habe mein ganzes Werkzeug leider noch in Colorado. Let me tell you a story. Das Problem stellte sich jetzt wie folgt dar. Der Untergrund bzw. die Carrelage hinten und vorne ist links ein Zentimeter, fast ein Zentimeter höher wie rechts. Das heißt, wir müssen den Rahmen für die Fenstertür in der Mitte ausmitteln. Grundsätzlich ist der Rahmen 4 cm stark und insofern hatten wir die Holzbalken gekauft, um die entsprechend zu setzen. Jetzt wurde das aber so gemacht, dass die Plattform so tief gesetzt wurde. Wenn wir jetzt von dieser Kante 4 cm runtergehen und dann nochmal einen Zentimeter mehr für Kacheln, dann kommen wir ungefähr auf diese Höhe. Das heißt, die Balken stehen auf oder sind gar drin im Beton und das ist ja nicht das Ziel gewesen. Das heißt, wir müssen diese Plattform hochsetzen. An dieser Stelle mal ein Hinweis in eigener Sache. Ich gebe mir echt Mühe mit den Videos, es macht mir auch total Spaß und es wäre natürlich auch super, wenn irgendwann vielleicht dann YouTube auch mal einen Euro dafür hergibt, dass ich mir diese Mühe mache. Es sind jetzt in etwa einem Vierteljahr mittlerweile über 300 Videos, wenn man allein, sagen wir mal 5 Stunden im Schnitt pro Video nimmt, dann kommen wir da ja schon auf 1500 Stunden Arbeit. Ich bemühe mich auch, ein besseres Material zu besorgen. Ich habe hier jetzt einen Stabilisator. Und so freut es mich, wenn du das Video nicht nur anschaust, sondern likest, dass du vielleicht auch andere Videos anguckst, dass ich Laufzeiten bekomme. Denn alles steht und fällt mit Laufzeiten und Abonnenten. 500 Abonnenten sind es jetzt, das freut mich sehr. Und jetzt brauche ich Laufzeiten und um da mal so eine Größenordnung irgendwie mitzugeben, 1000 Abonnenten, 4000 Stunden Laufzeit und dann zahlt YouTube auch ein bisschen Geld für die Werbung. Bisher mache ich das alles sozusagen umsonst aus Spaß an der Freude. Und ich sehe natürlich, dass sehr, sehr viel Werbung läuft. Diese Werbung, die ist für YouTube dafür, dass ich nichts bezahlen muss, um die Sachen hochzuladen. Aber es würde helfen, wenn du ein Abo machst, wenn du vielleicht die Glocke klingst, drauf drückst, damit du auch informiert wirst, wenn es neuen Content gibt. Und auch die Videos anschaust, nicht vielleicht im Schnelldurchlauf, sondern tatsächlich richtig anguckst. Ich bin jetzt bei 500 Abonnenten und insgesamt 1250 Stunden, die zählen, weil zum Beispiel alle Shorts-Aufrufe zählen nicht. Ich habe auf dem Kanal jetzt, ich glaube, es sind fast 140.000 Zugriffe, sehr, sehr viel natürlich auch mit den Shorts. Die Videos laufen auch ganz gut, aber dadurch sind halt jetzt 1250 Stunden zusammengekommen und wenn dir der Content gefällt, wenn du magst, was ich tue, was wir hier machen, dann bitte lass ein Abo da, Likes, gerne auch kommentieren. Ich antworte eigentlich regelmäßig auf die Kommentare, die gegeben werden und das motiviert natürlich dann auch weiterzumachen. Insofern jetzt geht es erstmal mit dem Beton weiter, während ich schon wieder wo ganz anders bin. Jetzt müssen die hier runter. Ich habe mein ganzes Werkzeug leider noch in Colorado. Aber das hier, das hat doch auch keine Verbindung hier. Da muss man wohl irgendwie
vom Zement nehmen, mit Wasser anrühren und das sowas wie eine Haftbrücke erstellen. Also werde ich das in Teilen, soweit es lose ist, auch wegnehmen. Die da hinten, die ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe keine Nuss. Das ist zu breit. Was mache ich jetzt? Es dreht sich ja immer nur um eine halbe Drehung. Und dann ist es frei. Ob das vielleicht so geht. Ja. Ja, und wenn ihr die Hände über dem Kopf zusammenschlagt und sagt, ah, was für ein Dilettant. Ich mache es halt jetzt so gut ich kann. Ich meine, das ist ja keine Raketenwissenschaft. Ich muss den Beton nicht selber mischen. Ich habe Fertigbeton gekauft, weil das wäre für mich auch nicht günstiger gekommen, wenn ich mir den Kies und den Sand hätte anliefern lassen. So. Das muss auf jeden Fall weg. Das wird ja dann später die Außenkante. Ich glaube, das hätte ich so nicht lassen können. Das ist doch kacke. Wenn dann das Holz unten drin steht im Wasser oder im Beton, das ist doch nichts. Dafür sind die Teile doch da. An dieser ganzen Geschichte zeigt sich auch so ein bisschen eine Facette des Lebens hier. Die Rielenesen, auch wieder nur ein Klischee natürlich, aber sind überwiegend so gestrickt, dass sie Konflikten aus dem Weg gehen. Das ist einerseits schön, weil eben es insgesamt weniger Aggressivität gibt. Auf der anderen Seite kann es dann eben passieren, wenn man anfängt zu diskutieren über Dinge wie jetzt hier mit diesen Balken, mit den Plattformen, dass es anders gemacht werden sollte, dass sich dann Leute zurückziehen und einfach nicht mehr kommen. Und das haben wir von Nachbarn gehört, das haben wir von anderen gehört, gerade im Hinblick auf Handwerker. Wenn es schwierig wird, wenn es Probleme gibt, dann bleiben sie manchmal dann einfach weg. Und wer dann halt nicht den Mumm hat, es selber zu machen, der wird dann Schwierigkeiten bekommen, jemanden zu finden, der es dann ordentlich macht, so wie man es eigentlich erwartet hätte. Und es ist auch ganz einfach so, dass viele alle Handwerke machen, aber sie dann im Einzelnen nicht ganz beherrschen. Und insofern, ja, muss man einen Blick drauf haben. Wenn man einschreitet, kann es dann halt passieren, dass du am Ende allein da stehst. So, jetzt wollte ich dann die Plattform wegmachen oder beziehungsweise kürzen, damit es auch wieder hier wie hier passt. Und dann nehme ich den Hammer und löse von vorne weg und plötzlich löst sich der ganze Bullen. Das sieht man, wie es dann halt geht, wenn man keinen Haftgrund hat. Und gleiches werde ich jetzt mit diesem Ding versuchen, weil das nämlich genau mittendrin ist. Also wir haben insgesamt hier nur 20 cm, das heißt, ich müsste hinten abnehmen,
Und hier vorne, jetzt versuche ich das auch wieder im Ganzen rauszuklopfen. Genau. Und auch hier löst sich das ganz hervorragend. Sehr schön. So habe ich dann den restlichen Nachmittag damit verbracht, die Schalung ordentlich aufzubauen, so dass ich am nächsten Tag den Beton gießen kann. Was ich allerdings nicht bedacht hatte, war, dass wir wieder auf den Sommer zugehen. Das heißt, wir haben schon eine heftige UV-Strahlung auch am Vormittag. Irgendwann habe ich mein T-Shirt ausgezogen und habe ungefähr eine Dreiviertelstunde, denke ich mal, mit freiem Oberkörper gearbeitet, mit dem Resultat, dass ich mir den Rücken echt komplett verbrannt habe. Heute Morgen um 8 habe ich angefangen. Jetzt ist es 3:45. 10 Meter.